Willkommen zu unserem Video über die Geschichte der deutschen Architektur. Die Architektur in Deutschland hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedenste europäische Einflüsse mit einer eigenen nationalen Identität vereint. Im Mittelalter dominierte der romanische Stil, gefolgt vom gotischen Stil, der im 13. Jahrhundert mit beeindruckenden Bauwerken wie den Kathedralen in Köln und Straßburg seinen Höhepunkt fand. In der Renaissance- und Spätgotikzeit blieb der Stil geprägt von regionalen Variationen, doch nach der Reformation gingen prunkvolle Kirchenbauten zunächst zurück. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte die Architektur eine neue dekorative Blüte mit barocken und Rokoko-Elementen französischer und italienischer Herkunft. Im 19. Jahrhundert wich diese Leichtigkeit einer strengeren neoklassizistischen Form, die vor allem den preußischen Geist widerspiegelte, besonders in den Werken von Karl Friedrich Schinkel. Um die Jahrhundertwende begannen Architekten wie Henry van de Velde und Peter Behrens, diese traditionellen Formen zu hinterfragen, was schließlich den Weg für die bahnbrechenden Ideen des 20. Jahrhunderts ebnete. Maßgeblich beeinflusst wurde die moderne Architektur von der Bauhausschule, die in den 1920er Jahren in Weimar entstand und mit Namen wie Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe verbunden ist. In der Nachkriegszeit prägte der Bauhausstil viele Städte, funktional, schlicht und materialgerecht. Doch ab den 1960er Jahren setzte sich auch in Westdeutschland die postmoderne Bewegung durch, die neben der Funktion auch die Fiktion betonte. Vertreter wie Joseph Paul Kleihues, Oswald Matthias Ungers und die Brüder Rob und Leon Krier verliehen der deutschen Architektur neue Impulse. Die Architektur Ostdeutschlands spiegelte deutlich den Einfluss sowjetischer Ideologien und Vorbilder wider. Besonders auffällig ist die Monumentalität vieler Bauten, von Regierungsgebäuden über Wohnblöcke bis hin zu Hotels und öffentlichen Plätzen in Ostberlin, etwa entlang der Straßen unter den Linden, Max-Engels-Platz, Alexanderplatz, Karl-Marx-Allee und der wenig ansprechenden Leipziger Straße. Die übertriebenen Dimensionen und dekorativen Elemente zeugen von einer Vorliebe für schiere Größe. Spätere Bauprojekte unter dem kommunistischen Regime sind oft sofort erkennbar durch ihre massiven, meist weißen Fassaden, die selten farbliche Akzente aufweisen, und durch eine uniforme Gestaltung sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Trotz ideologischer Eingriffe, wie etwa beim Abriss des Berliner Schlosses, engagierte sich die DDR jedoch vielfach in der Erhaltung historischer Bausubstanz. Nach der Wiedervereinigung wurde das lange verlassene Gebiet rund um den Potsdamer Platz im Zentrum Berlins zu neuem Leben erweckt. Renommierte Architekten wie Renzo Piano, Helmut Jahn und Richard Rogers gestalteten hier ein modernes Ensemble aus öffentlichen und privaten Gebäuden. Nach intensiven künstlerischen und politischen Diskussionen entstand in der Nähe auch das Holocaust-Mahnmal von Peter Eisenmann, ein bedeutendes Beispiel für die Auseinandersetzung mit Geschichte im Stadtraum. Aktuelle Architektur in Deutschland. Heute ist die Architektur in Deutschland vielfältig und innovativ. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, viele Gebäude werden mit umweltfreundlichen Materialien wie Holz oder recyceltem Beton gebaut. Ein gutes Beispiel ist das neue Studienzentrum der Technischen Universität Braunschweig. Es wurde aus vorgefertigten Teilen gebaut und kann leicht umgebaut oder wiederverwendet werden. Auch die Verbindung von Natur und Architektur ist wichtig. In Bremen wurde ein altes Bürogebäude in einen modernen Coworking Space verwandelt. Dabei wurden natürliche Materialien verwendet, um eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen. In Berlin wurde ein alter Nazi-Bunker in ein modernes Hotel mit Restaurants und Dachterrasse umgebaut. So wird die Geschichte bewahrt und gleichzeitig neuer Raum geschaffen. Moderne Architektur in Deutschland bedeutet also umweltfreundlich, flexibel und oft mit einem Bezug zur Geschichte. Was macht ein deutsches Haus typisch deutsch? Ein deutsches Haus hat oft bestimmte Merkmale, die man sofort erkennt. In der Vergangenheit, besonders im Mittelalter, waren viele Häuser aus Fachwerk gebaut. Das bedeutet, ein Holzrahmen ist sichtbar, und dazwischen sind Wände aus Lehm oder Stein. Diese Fachwerkhäuser sieht man heute noch in vielen alten Städten wie Rothenburg oder Quedlinburg. Auch das steile Dach ist typisch, es hilft, dass Regen und Schnee schnell abfließen. Im Süden Deutschlands, zum Beispiel in Bayern, sind die Dächer oft breiter und haben große Dachüberstände, damit im Winter der Schnee nicht direkt an die Wände kommt. Im Norden dagegen sind die Häuser manchmal aus rotem Backstein gebaut, weil es dort früher viel Ton in der Erde gab.
Im Inneren war das deutsche Haus früher sehr funktional, eine klare Trennung von Wohnraum und Arbeitsbereich, oft mit einem Keller und Dachboden zur Lagerung. Heute sieht man oft offene Wohnräume, aber viele Familien legen weiterhin Wert auf einen praktischen Grundriss. Moderne deutsche Häuser haben häufig große Fenster für viel Licht, eine gute Wärmedämmung, und sie sind energiesparend gebaut, oft mit Solarpanels auf dem Dach. Auch das Badezimmer mit Dusche oder Badewanne gehört heute selbstverständlich dazu, was früher in alten Häusern nicht immer der Fall war. Ein deutscher Garten ist oft ordentlich, mit klaren Wegen, Beeten und manchmal sogar einem kleinen Gartenhaus. Auch das gehört für viele zum typischen deutschen Hausgefühl dazu. Haustraditionen in Deutschland. In Deutschland gibt es einige schöne Traditionen rund ums Wohnen. Wenn jemand in ein neues Zuhause zieht, bringt man oft Brot und Salz als Geschenk mit. Das soll Glück bringen, Brot steht für Nahrung, Salz für das Leben mit Geschmack. Es gibt sogar einen Spruch dazu, Brot und Salz, Gott erhalt's. Auch bei der Dekoration gibt es typische Elemente. Viele Menschen mögen es gemütlich und funktional. Beliebt sind zum Beispiel Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, Holzschnitzereien oder Tischdecken mit feiner Spitze. Zur Weihnachtszeit schmücken viele ihr Zuhause mit traditionellen Dingen wie dem Schwibbogen, ein Lichterbogen aus Holz mit kleinen Figuren, oder der Weihnachtspyramide, die sich durch Kerzenwärme dreht. Im Frühling stellen manche Familien einen Ostereierbaum auf, einen Strauch oder Baum, der mit bunten Eiern geschmückt wird. Diese Bräuche zeigen, in deutschen Häusern geht es nicht nur um das Wohnen, sondern auch um Gemeinschaft, Tradition und Gemütlichkeit. Anna, hallo Tom. Wohnst du immer noch in deiner Wohnung? Tom, ja, ich wohne noch dort. Es ist eine kleine Wohnung in der Stadt. 2 Zimmer, Küche und Bad. Anna, klingt praktisch. Ich wohne lieber auf dem Land. Es ist ruhiger dort. Tom, ja, das stimmt. Aber ich arbeite in der Stadt, deshalb ist es einfacher für mich. Anna, verstehe. Ich arbeite von zu Hause, also kann ich überall wohnen. Tom, das ist super. Hast du ein großes Haus? Anna, nein, es ist nicht groß, aber es hat 3 Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Garten. Tom, ein Garten ist toll. Ich hätte gern Platz für einen kleinen Gemüsegarten. Anna, ich habe Tomaten und Kräuter im Garten. Es macht Spaß, sie selbst zu pflanzen. Tom, das klingt schön. Ich habe nur eine kleine Küche, aber ich koche gerne. Anna, vielleicht findest du später eine Wohnung mit Balkon oder sogar ein kleines Haus. Tom, ja, das hoffe ich. Ich möchte einen Ort mit viel Licht. Anna, ein Arbeitszimmer ist praktisch. Ich habe mein Büro im Gästezimmer eingerichtet. Tom, gute Idee. Vielleicht spare ich Geld und suche nächstes Jahr etwas Neues. Anna, viel Glück dabei. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Tom, danke, Anna. Das ist nett von dir.